Baustellen, Baustellen, überall nur noch Baustellen. Und im bundesdeutschen Autobahnnetz haben sie längst eine Rekordzahl erreicht. Über 1000 sind es zurzeit in Deutschland und sie sind für jeden Berufskraftfahrer längst zu einem regelrechten Ärgernis geworden. Wie zum Beispiel hier die Großbaustelle auf der A1 zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage in Niedersachsen. Die Fahrbahn wird sechsspurig ausgebaut. Die Hansa-Linie wird an dieser Stelle zu einem echten Nadelöhr. Ganze 32 Kilometer ist die Baustelle lang und jeder Lkw-Fahrer, der hier regelmäßig unterwegs ist, dürfte die Auswirkungen im Alltag schon einmal gespürt haben. Aber was bedeuten die ständigen Störungen im Verkehrsfluss und vor allem die Vielzahl von Baustellen eigentlich für den Arbeitsablauf eines Lkw-Fahrers? Hier am Heuer Autohof in Cloppenburg in unmittelbarer Nähe zur Autobahnbaustelle auf der A1 haben wir einmal nachgefragt. Für mich als Lkw-Fahrer kommt die Belastung halt die Zeit, weil unsere Zeit läuft ja. So wie wir die Karten stecken, läuft die Zeit. So, und wenn du eine Baustelle hast mit so einer Länge, sind Staus vorprogrammiert. Entweder vor der Baustelle oder in der Baustelle. Und das ist Zeit, die verlierst du nachher. Dein Kunde kriegt seine Ware nicht richtig pünktlich, du kommst dann zu spät, dann kommst du beim anderen Kunden wieder zu spät und das zieht sich die ganze Woche so hin. Arbeitszeit 10 Stunden schafft man dann teilweise nicht. Umleitung muss man nehmen, natürlich Radio viel hören und natürlich vorher sich das alles planen. Man kennt die A1 ja, Katastrophe, Baustellen immer, Unfälle immer, also Vorplan, vorarbeiten und dann Umleitungsstrecken raussuchen und Co. Was heißt das für mich? Das heißt für mich mindestens 2 Stunden Zeitverlust, mindestens 2 Stunden später zu Hause oder beim Kunden, wie auch immer. Je nachdem, wenn es morgens kracht, dann bin ich zu spät beim Kunden. Wenn es nachmittags kracht, bin ich zu spät zu Hause. Ne? Termine können schwer eingehalten werden und auch, ich sitze auch selber in der Dispo teilweise. Du kannst auch schwer selber disponieren, die Autos. Du hängst immer so ein bisschen in der Luft. Manchmal ist Stau, 10 Minuten später ist da kein Stau mehr. Also es ist eigentlich alles nicht mehr so richtig planbar. Ne? Die Baustellenplanung in Deutschland ist teilweise miserabel, weil man immer dann Baustellen plant, wenn Ferienzeit ist, ne? Oder da sie gerade aufgebaut werden, also wo dann gerade richtig Stau dann halt sein wird. Und die dauern einfach zu lange. Wenn ich in anderen Ländern, zum Beispiel Niederlande oder so sehe, dass die teilweise in einer Nacht Straßen reparieren, wo wir in Deutschland 3 bis 4 Jahre brauchen. Siehe Lüdenscheid. Das ist auch sowas, ein hausgemachtes Problem, weil einfach auch jetzt die Brücken zum Beispiel, es wird einfach zu lange gewartet, bis was repariert wird. Es ist katastrophal. Wir haben in Deutschland über 1300 Baustellen auf den Autobahnen und es werden täglich mehr, ne? Der geschätzte volkswirtschaftliche Schaden durch Staus und Baustellen in Deutschland jährlich rund 80 Milliarden Euro. Besonders betroffen sind natürlich Speditionen, die eine Baustelle wie die auf der A1 direkt vor ihrer Haustür haben. Wie kann man da überhaupt noch planen? Also diese aktuell größte Baustelle in Deutschland, über 30 Kilometer auf der A1, ist für uns natürlich eine Herausforderung, weil wir jeden Tag Richtung Norden fahren, jeden Tag Richtung Bremen, Hamburg. Und da muss man schon planen. Die Baustelle bedeutet eben oft Staus durch Unfälle, dadurch, dass es eben auch sehr eng ist und das Verkehrsaufkommen sehr hoch ist. Wir empfehlen unseren Fahrerinnen und Fahrern eben möglichst morgens zu fahren, frühmorgens oder in den Abendstunden. Wir versuchen, die Peaks zu vermeiden. Immer wieder Unfälle in den Baustellen führen zu stundenlangen Staus. Und nicht selten löst ein Unfall dann auch noch den nächsten aus. Es sind die gefürchteten Stauenden, die Polizei und Unfallforschern seit Jahren Kopfschmerzen bereiten. Stauenden, die jeder Lkw-Fahrer kennt und eigentlich auch rechtzeitig erkennen müsste. Vorausgesetzt, der Notbremsassistent ist nicht ausgeschaltet und der Lkw-Fahrer nicht abgelenkt. Warum aber wird so vielen Lkw-Fahrern das Stauende immer wieder zum Verhängnis? Eine Abgelenktheit, die dazu geführt hat, dass man an der Stelle dann nicht ganz so aufmerksam war, wie es eigentlich die Verkehrssituation erfordert. Und von daher kommen diese Situationen immer wieder vor. Aber es führt mehr oder weniger dann doch in Richtung menschliches Versagen. Wenn jetzt tatsächlich mal ein besonderes Ereignis ist, wo der Vordermann
den Hintermann dazu nötigt, eine Vollbremsung hinzulegen, dann kann es natürlich mal zu einer Kettenreaktion kommen, insbesondere wenn die Abstände ein bisschen kurz geraten sind. Aber im Normalfall sollte ein Stauende gut erkennbar sein. Ablenkung ist denn tatsächlich die häufigste Ursache für Unfälle in den Baustellen, sei es durch das Smartphone, das iPad, einen Laptop oder anderes. Dabei sind moderne Lkw eigentlich mit allen Sicherheitsfeatures ausgestattet, die ein rechtzeitiges Erkennen von Stauenden möglich machen. Wichtig ist nur, dass diese Systeme nicht ausgeschaltet werden. Grundsätzlich hat das Mehr an verbauter Sicherheitstechnik aber auch dazu geführt, dass viele Berufskraftfahrer sich geradezu überfordert fühlen oder schon die Geräte selbst eine Ablenkung darstellen können. Die Fahrerkabine ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern längst auch Kommunikationszentrale. Wer aber ein Stauende rechtzeitig erkennen will, muss vor allem den Sicherheitsabstand halten und die Augen auf die Fahrbahn richten. Das ist letztendlich, denke ich, eine Frage von Selbstdisziplin. Ich kann spielverliebt im Auto, egal ob Pkw oder Lkw, mich mit vielen Dingen beschäftigen, die mit der eigentlichen Fahrerei nichts zu tun haben. Normalerweise sollte ich das aber im Vorfeld, vor Fahrtantritt erledigt haben, sodass ich tatsächlich dann in dem Moment, wo ich fahre, mich wirklich aufs Fahren konzentriere und nur auf die Dinge konzentriere, die denn da gegebenenfalls für die Fahrerei wichtig sind, sei es Warnmeldungen, die plötzlich reinkommen, sei es irgendwelche Anzeigen, dass ein technisches Problem im Fahrzeug vorliegt. Aber ansonsten sollte ich tunlichst vermeiden, an den gegebenen Geräten zu spielen und die Möglichkeiten zu nutzen, die mir der Spielplatz bietet. Zurück zur Großbaustelle auf der A1 zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage. Natürlich weiß auch die Polizei, dass bei Unfällen am Stauende oft Ablenkung die tatsächliche Ursache ist. Dies aber im Einzelfall auch zu beweisen, ist so gut wie unmöglich. Ja, vor Ort sagt natürlich niemand, dass er abgelenkt war. Das gibt eigentlich fast zu 99% keiner zu. Wir können halt nur schauen, okay, was war jetzt hier wirklich unverursächlich. Wenn Zeugen sagen, nee, der Sicherheitsabstand hat gepasst oder wenn wir keine technischen Mängel haben oder sonst irgendwelche Hinweise, die auf andere Unfallursachen hinweisen. Und dann haben wir im Fahrzeug ein Handy, was vielleicht sogar noch eingeschaltet ist oder ein Tablet, auf dem die Serie läuft. Oder. Dann können das Anhaltspunkte dafür sein, dass der Fahrer halt abgelenkt war, aber wirklich, dass man sagen kann, er war abgelenkt, das kann man nicht oft sagen. Auch wenn uns die Bilder von Lkw-Unfällen in Baustellen oft vermitteln wollen, dass hier Lkw-Fahrer die alleinigen oder häufigsten Unfallverursacher sind, das ist schlichtweg falsch. Fragen wir doch einmal bei Thomas Stickelbrock nach. Er ist mit seinen Abschleppwagen nahezu täglich im Baustellenbereich auf der A1 unterwegs. Welche Erfahrungen hat er denn gemacht? Also es ist ja nicht immer, dass der Lkw-Fahrer schuld ist oder dass der Lkw-Fahrer diesen Stau produziert oder diesen schweren Unfall. Es sind ganz oft auch mal die Pkws, die zu dicht auffahren, die dann auf ihre Handys gucken oder sich irgendwie was zu trinken nehmen oder was essen oder so. Und ja, wenn man da nicht aufpasst, dann hängt man hinten drauf. Noch bis weit ins nächste Jahr wird der sechsspurige Ausbau der A1 zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage dauern. Für alle, die in der Baustelle unterwegs sind, eine enorme Belastungsprobe. Aber ganz besonders für die, die in ihren Lkw sitzen und immer mit plötzlichen Fahrstreifenwechseln der Pkw-Fahrer rechnen müssen. Denn gerade diese Fahrstreifenwechsel werden von Autofahrern immer wieder unterschätzt. Viele können sich nämlich in die Welt eines Lkw-Fahrers nicht hineinversetzen. Das gilt für die Abmessungen der Lastwagen und ganz besonders für das, was Berufskraftfahrer tatsächlich sehen können.